Ein Kunstwerk, von der Natur erschaffen. Ambuina-Holz, Inspiration und Werkstoff zugleich für einen Tisch mit Intarsien. Ich liebe die Intarsien, zum einen, weil ich Holz liebe und weil ich in den Intarsien auf kleiner Fläche viele schöne Hölzer habe. Dann geht es bei Intarsien darum, eine schöne Form zu finden, trotzdem das Holz noch leben zu lassen. Ja, und dann einfach die Kombination der verschiedenen Hölzer. Das Holzlager. Gewissermaßen die Bibliothek von Kunsttischler Volker Lück. Neben der Werkstatt der wichtigste Inspirationsort. Der Karlsruher ist einer der Spezialisten weltweit, wenn es um die Restaurierung von historischem Mobiliar und Möbelbau geht. Aber auch Intarsien sind seine Leidenschaft. Wir haben hier ungefähr 130 Holzarten. Das sind teilweise uralte Bestände, die ich auch von alten Schreinereien übernommen habe. Was wir jetzt hier raussuchen, ist Makassar-Ebenholz. Es geht mir jetzt darum, dass ich zum einen die entsprechende Stärke habe und eine schöne Maserung, so wie ich mir nachher den ganzen Tisch auch vorstelle. Dieses Makassar-Ebenholz stammt aus alten, genehmigten Beständen. Jetzt brauche ich noch hinten Vogelaugen für das Fußgestell. Hier sehen wir jetzt ein Vogelaugenahorn, der Zuckerahorn aus Kanada. Es gibt viele Theorien, wie diese kleinen Augen, die man nachher nach dem Hobeln noch besser sehen wird, wie die entstanden sind. Eine Theorie sagt, das sind Vögel, die den Zuckersirup rauspicken. Und dadurch gibt es wie so Kanäle, die dann wieder zuwachsen und die dann den Vogelaugenahorn so zum Ausdruck bringen. So, das gibt nachher das Fußgestell. Das Holz ist ausgewählt. Doch als erstes geht es jetzt um den Aufbau der Tischplatte. Eine schlichte Grundlage. Aber jedes Kunstwerk braucht eine Bühne, auf der es sich entfalten kann. Die Basis für die Intarsien wird bereitet. Ich habe hier eine Buchen-Multiplex-Platte, auf die ich nachher das Furnier auffurnieren möchte. Und ich schneide die Platte jetzt erstmal quadratisch, dann achteckig, um da das Ebenholz anzuleimen oder einzuleimen, bevor die Platte furniert wird. Um die Tischplatte fräst Volker Lück eine Kante, in die er massive Ebenholzstücke einfügt. So, der nächste Schritt ist jetzt, das Holz zuzuschneiden, damit ich es, wie schon angesprochen, hier in den Falz reinleimen kann. Bei dem wertvollen Holz von der indonesischen Insel Sulawesi soll es möglichst keinen Abfall geben. Die Reste, die bei der Herstellung des Tisches entstehen, kaufen ihm Schmuckdesigner ab. Heute werden Edelhölzer oft zum Kilopreis gehandelt. Das Makassar-Ebenholz hat er auf 22,5 Grad geschnitten, um es in die gefräste Kante legen zu können. Zunächst achteckig für den am Ende runden Tisch. Ich liebe dieses Ebenholz. Ich habe in Frankreich als Ebenist meine Meisterprüfung gemacht. Und Ebenist ist auf Deutsch übersetzt der Kunsttischler, bedeutet aber letztendlich der Ebenholzarbeiter. Ebenholz ist sehr schwer, hat eine hohe Dichte und schwimmt nicht.
Weil sich normaler Weißleim nicht gut in den Poren des dichten Holzes verankert, verwendet der Kunsttischler hier PU-Leim. Zudem hat PU-Leim noch einen weiteren Vorteil: Er bindet schneller ab. Und mit Hilfe der Bandsäge erhält die Tischplatte dann ihre runde Form. Das ist jetzt hier eine sehr schöne Vorrichtung an der Bandsäge, eine Zirkelvorrichtung. Ich kann jetzt mit dem Zentrum über diese Schablone reinschwenken ins Blatt, einmal rumdrehen und dann habe ich diese Platte grob vorgeschnitten, sauber rund. Aufwendig und doch erst die Grundlage für die Intarsienarbeit. Das passende Edelfurnier findet der Kunsttischler in seiner Schatzkammer. Ja, wir sind hier bei mir im Furnierlager. Man sieht eine ganz gewaltige Menge. Ich habe so circa 100, 120, 130 verschiedene Furniersorten oder Variationen. Genau weiß ich selber nicht. Hier speziell in der Gegend haben wir meine dunklen Hölzer, meine Ebenhölzer vor allem. Und ich habe mir ja vorgenommen, bei dem Tisch die Außenumrandung in Ebenholz zu machen, weil ich einfach mit starkem Kontrast arbeiten möchte. Ja? Aber auf der Suche bin ich hier zum Beispiel über mein weißes Ebenholz gestolpert, was ich unendlich gerne in dem Tisch sehen würde. Aber mir ist der Kontrast nicht stark genug. Aber wenn man das sieht, das ist doch ein einziger Traum als Furnier. Man muss sich vorstellen, wie das nachher aussieht, wenn man das auffaltet, abwickelt. Da kann man unendlich schöne Möbel von bauen. Kunstwerke, die die Natur zeichnet, übersetzt in Intarsien, eingerahmt von einem Fries. Ich schneide jetzt hier die 8 Segmente, die ich nachher außenrum als Fries lege. Hier merkt man natürlich, dass das Ebenholz sehr, sehr hart ist. Die Säge ist super geschärft, aber da kommt man schon ins Schwitzen. Die Maserungen des Furniers sollen einander aufnehmen und wieder ein harmonisches Gesamtbild ergeben. Die geschnittenen Einzelstücke so zusammenzufügen, gleicht einem Puzzle. Die Segmente verklebt der Kunsttischler mit wasserlöslichem Fugenpapier. Wenn alles furniert ist, kann Volker Lück es feucht wieder abziehen. Verklebt werden die Fugen, damit das Holz nicht mehr verrutscht und in einem späteren Schritt geschnitten werden kann. Die Unterseite verleimt der Ebenist später mit dem Tisch. Deshalb müssen sich hier die Maserungen nicht genau aneinander fügen. Das ist die Unterseite. Aber jetzt sieht man es ohne Papier. Und noch einmal zurück an den Lieblingsort des Kunsttischlers. In seiner Schatzkammer wählt er das Amboina-Maserfurnier für die Einlegearbeit aus. Ja, hier sind wir jetzt bei mir in dem Teil, der vor allem den Maserfurnieren gewidmet ist. Maser sind Knollen, die jeder schon mal vielleicht am Baum gesehen hat. Und wenn die nachher aufgeschnitten werden, ist das, was außen eigentlich ein kleiner Ast ist, dann eine Turbulenz im Holz. Und hier haben wir zum Beispiel ein Holz, was ziemlich jeder schon mal gesehen haben könnte, nur nicht wusste, dass so was Schönes da drin ist. Das ist eine ganz ordinäre Pappelmaser. Man findet es oft an Flüssen, dass die Pappeln solche großen Knollen haben und lauter kleine Ästchen aus den Knollen rausgucken. Wenn ich die dann nehme und aufschneide,
dann habe ich so ein traumhaft schönes Bild. Aber hier runter in das Verlies bin ich gegangen für die Ambuina-Maser, die ich mit dem Ebenholz kombiniere. Ausgesucht habe ich mir dieses Blatt. Ja, auch hier, wenn ich es aufhalten würde, hätte ich schon einen ganzen Baum. Aber ich nehme dieses Blatt, um hier nachher Viertel rauszuschneiden, um eine möglichst runde Form zwischen dem roten Kern und dem weißen Splint hinzubekommen. Für mich ist es Natur pur, die hier rüberkommt, und das möchte ich gerne in dem Tisch als Zentrum einbauen. Passend zur runden Tischform entscheidet sich Volker Lück für eine möglichst runde Ambuina-Maser. Um aber einen perfekten Kreis zu erhalten, arbeitet er mit einem Spiegeltrick. So weiß er ganz genau, wo er sein Furnier schneiden wird. Und mit dem Winkel schneide ich mir jetzt genau ein Viertel raus. Das Ambuina-Maser-Furnier ist deutlich weicher als Ebenholz. Das Ausschneiden ist deshalb auch leichter. Die Intarsie gibt mir die Möglichkeit, mich künstlerisch auszudrücken. Künstlerisch ausdrücken bedeutet in dem Fall nicht etwas nur selber zu entwerfen, sondern auch ein Auge dazu zu haben, das richtige Stück an die richtige Stelle zu setzen. Um solche Furniere herzustellen, werden ganze Stämme oder Knollen in riesigen Becken tagelang weich gekocht. So vorbereitet kommen sie aus den Becken, werden in Maschinen eingespannt und zu hauchdünnen Blättern gesägt oder gemessert. Ich habe diesen Kreis jetzt nur gezogen, damit ich ungefähr den Außendurchmesser habe, weil ich werde jetzt hier die Maserung rausbrechen. Wie eine Landkarte von der Natur gegeben und vom Kunsttischler gestaltet. Allgemein gebräuchlich wird das Ganze als Intarsie bezeichnet. Aber genau genommen ist es eine Marqueterie. Der Kunsttischler entwirft also eine Marqueterie, ein Furnierbild, das auf einen Korpus aufgeleimt wird. Heute spricht man auch dabei von Intarsien. Streng genommen werden aber bei Intarsien Teile aus dem Holzuntergrund ausgehoben und die Stücke direkt ins Holz eingefügt. Ich schneide jetzt exakt die Konturen nach, die ich vorher mit dem Stift angezeichnet habe. Man merkt schon, dass es anstrengend ist, durch das Ebenholz durchzukommen.
Der Schreinermeister interpretiert alte Techniken neu. Und doch sieht er sich in einer langen Intarsientradition. Ich habe meinen Großvater nie kennengelernt, meinen Urgroßvater nie kennengelernt. Aber irgendwann haben wir auf dem Dachboden noch diese Platte gefunden. Und das ist ein Teil vom Meisterstück von meinem Urgroßvater. Der war selber Schreiner. Wir haben hier unterschiedliche Intarsien. Diese 4 Felder zum Beispiel. Das ist eine Intarsie, die wird mit der Säge ausgesägt. Da sind alle 4 Partien und wahrscheinlich auch das Ebenholz aufeinandergelegt und mit einem ganz feinen Sägeblatt dann die Kontur gefahren. Und dann kann man im Prinzip 4-mal negativ und 4-mal positiv machen, indem man Schwarz ins Hell einlegt oder das Hell ins Schwarze. Hier draußen haben wir eine Blockintarsie, eine Bandintarsie. Da wird Rosenholz zwischen 2 Lagen Furnier geleimt, also in Ahorn und wieder in Ebenholz und dann in Scheiben geschnitten, um solche Bänder vorzufertigen. Ja, und arbeiten in der Tradition meines Urgroßvaters. Der Kunsttischler und seine Quelle der Inspiration. Nach jahrelanger Wanderschaft in Europa, der Meisterprüfung in Frankreich und Deutschland ist Volker Lück dem Naturstoff Holz gänzlich verfallen. Die Intarsie, da lege ich ganz bewusst in einer von mir gefundenen Form ein Holz ins andere ein. Und bei diesem Tisch ist mir jetzt einfach wichtig, diese gebrochene Außenkante von dem Amboina-Maser, dass die Form so eingelegt ist, wie die Amboina-Maser mit ihren kleinen Augen gewachsen ist. Die komplette Fläche leimt der Kunsttischler auf das Untergestell. Und deckt es mit Karton ab. So klebt die Tischplatte nicht in der Furnierpresse fest. Die Tischplatte ruht eine Nacht in der Presse. Und Volker Lück zieht es am anderen Morgen wieder in seine Werkstatt, um das Ergebnis zu prüfen. Hier sieht man jetzt sehr schön, wie es den PU-Leim zu diesen kleinen Poren, die man fast nicht sehen kann, durchgedrückt hat und dann mit dem Karton verklebt hat. Für Volker Lück mit die schönsten Momente. Der Feinschliff offenbart die ungewöhnliche Struktur der Intarsie und legt das Unikat Stück für Stück frei. Damit die schwere Platte später leicht wirkt, fräst der Tischlermeister die Kante schräg an.
Und hier unten sieht man das Ebenholz, das sich als Achteck drumherum eingeleimt hatte. Und worauf es jetzt ankam, war, dass das Ebenholz tief genug war, so dass ich hier an den Gärungen jetzt nicht in der Multiplexplatte rausgekommen bin. Also ich bin sehr zufrieden, es hat gut geklappt. Und dann ist die Platte bereit zum Lackieren. Der Lack gibt der Platte Härte und es entsteht Klarheit, Tiefenwirkung und Leuchtkraft. Ein Furnier, das eine Geschichte erzählt. Fehlt noch das zentrale Tischbein aus hellem Vogelaugenahorn, der Kontrast zur dunklen Platte. Konisch gesägt und entworfen als Fundament für die Tischplatte. Um das Thema aufzunehmen, sind die Fugen am Bein zusätzlich mit Ebenholzfurnier eingelegt. Und auch die Signatur des Meisters, der Stempel, darf nicht fehlen. Möbel mit Intarsien haben jahrhundertelang das Handwerk der Kunsttischler geprägt. Heute gibt es nur noch wenige Möbelschreiner, die diese Kunst zur Meisterschaft bringen. Ein Tisch mit Intarsien, von der Natur vorbereitet, vom Schreiner vollendet. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.